Ja, die Hütten sind gut zu mir. Ich habe nochmal Kartoffelpüree gefunden und Nutella. Und dreimal darfst du raten, was ich draus gemacht habe. Die Wand da hinten geht's jetzt hoch. Ja, ist der offizielle Wanderweg. Forchert, ich denke, es ist in der Zeit, es mal zu sagen, gut gemacht. Ja, läuft nicht rund. Läuft gar nicht rund. Also Straße läuft rund, da baller ich hier die Kilometer durch. Hielt ein Auto an. Ein Schwede war hier unterwegs, sagte erstmal Hallo und fragte woher, wohin und so dies und das. Und dann ruckte er schon wieder an. Jetzt ist, würde ich sagen, ein bisschen schmutziger und ja, ob man da jetzt Stirn runzelt drüber, ist ja egal. Ich feiere das, ich finde das richtig gut, mir macht das Spaß. Gestern begann der 5. Tag, ohne einen Mensch gesehen zu haben. Und ich ging da in meinem idyllischen Schneesturm am See entlang. Da dachte ich, es ist an der Zeit, ich träume wieder. War aber nicht. Da kam mir Ole aus Tromsø entgegen. Ich dachte so, hä? Gibt's ja gar nicht. Noch so ein Kollege hier. Naja, kurz unterhalten. Also er dachte für sich, Winter kommt erst in 2 Wochen. Das heißt, auch so ein Ur-Norweger vertut sich da mal ein bisschen im Wetter. Und er läuft Norge Porland, also einmal Norwegen der Länge nach. Ist am Nordkap gestartet. Keine Ahnung, wie er da jetzt dieses Jahr noch durch den Winter da nach Südnorwegen kommen will. Spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall, er jagt und fischt unterwegs. Da hatte da seine Riesenbüchse an der Seite, Angel verpackt. Rucksack sah durchaus Richtung 25, 30 Kilo aus. Aber er war irgendwie guter Dinge. Also auch eine Möglichkeit. Also echt, ja, finde ich gut. Quasi Selbstversorger. Hat da vielleicht noch ein bisschen Reis oder so im Rucksack. Oder Kartoffelpüree. Den Rest holt er sich aus der Natur. Naja, so war das gestern. Ole getroffen. Menschenuhr wieder auf Null. Mal gucken, wie es weitergeht. Guten Tag. Ich bin extra früh los heute Morgen, weil ich mir so dachte, wenn es wieder Niederschlag gibt und morgens es noch kälter ist, dann habe ich noch eher Schnee, als wenn es dann wärmer wird und nur noch Regen ist. Da ich mich jetzt auch nur noch wieder hoch bewege, klappt das bisher sehr gut. Im Moment ist es so Schnee mit ein bisschen Regen, aber es wird stetig mehr Schnee. Schnee ist mir lieber. So. Wanderfeeling wie auf dem Harzer Baudensteig. Komplett gewalzt und Luxus. Könntest den Adiletten hier lang marschieren. Nur ein bisschen rauer drumherum und weniger Tannen. Obwohl im Harz gibt es auch nicht mehr so viel Tannen. Von daher fast. Die Wand da hinten geht's jetzt hoch. Ja, ist der offizielle Wanderweg. Naja, so ist es halt. Geschafft. Geschafft. Da ist ja noch ein bisschen Saft in die Beine. Von daher, Forchert, ich denke, es ist in der Zeit, es mal zu sagen, gut gemacht. Zeit gelassen, langsam,
sicher jeder Tritt. Darf man sich mal selbst sagen. So, ist ja wichtig. Machst du hier Mist, dann bist du im Riesenmist. So. So. Ich dachte, ich bin total entspannt. Anscheinend aber doch nicht. Das Wetter ist jetzt gerade richtig unangenehm geworden. Es ist jetzt nicht mehr kalt und nicht mehr warm. Na gut, warm war es eh nicht. Aber der ganze Schnee, der fängt jetzt an zu schmelzen. Und für morgen, übermorgen, ich habe vorhin auf dem Berg kurz Empfang gehabt, da habe ich Wetter abgerufen. Und das sieht ganz dunkel aus und leider halt kein Schnee, sondern ganz viel Regen. Das heißt, ihr habt dann Schneematsch. Und was morgen ansteht, das kenne ich von 2020. Viel Geröll. Und gegen Ende geht es richtig ewig. Geröll fällt richtig schön hoch über den Pass. Ich habe das Ding Eispass genannt. Und dann geht es hinten wieder runter. Das ist nicht ohne. Und das wäre den ganzen Tag mehr oder weniger hart im Regen und Wind ist auch nicht zu knapp angesagt. Ja, und jetzt habe ich auch eine Alternativroute, die ich anders gehen kann. Die wäre kürzer. Ein Tick, würde auch eine Hütte anlaufen und würde morgen wieder zurück auf den Weg gehen, wo ich mich morgen dann hinbegeben hätte. Ja, aber dann hätte ich meinen Plan verändert, hätte es mir leichter gemacht. Ja, und das sind eigentlich auch schon die Fakten. Ich verändere meinen Plan und mache es mir leichter. Gut, verpassen aussichtsmäßig würde ich eh nicht viel, weil man sieht nichts im Nebel und Regen und Wind. Ja, da dachte ich immer mittlerweile, das war ganz entspannt, wenn es halt nicht so gut ist, ja, dann mache ich es halt anders. Ja, aber trotzdem, dann erspare ich mir viel vom Wetter, halte nicht so viel aus. Ja, ich weiß. Aber es ist noch da. Es ist noch nicht weg. Das Ego wahrscheinlich, wie man es so nennt. Weil das sieht echt übel draußen aus. Hier, so sieht das aus draußen gerade. Und morgen wird das nicht besser. Naja. Ich schlafe natürlich erstmal wieder. Guck mir das morgen an. Ich habe übrigens, ja, die Hütten sind gut zu mir. Ich habe nochmal Kartoffelpüree gefunden. Und Nutella. Und dreimal darfst du raten, was ich draus gemacht habe. Kartoffelpüree, Kartoffelpüree, Nutella? Nutella-Kartoffelpüree. So rum. Ja, kannst du das mal mir zu Hause auch. Ist geil. Vielleicht noch ein bisschen mehr Nutella dann. Ja, das ist geil. Ja, warum hadere ich so rum? Es ist so schön hier. Draußen total ungemütlich, hier drin Ofen. Ich habe gerade keinen Hunger. Ja.
So, guten Morgen oder fast schon guten Mittag. Ich habe mich entschieden, gefühlsmäßig tut mir das sehr gut. Ich nehme nicht die lange Route, nicht über den Eispass, sondern gehe jetzt kürzer, ich weiß nicht, 50 Kilometer vielleicht. Habe auch noch 3 Stunden heute Morgen in der Hütte den Regen ausgesessen. Ei, das hat richtig gezwirbelt. 3 Stunden lang. Wind ist so, ja, so um die Windstärke 6 mit Böen bis 8, hat der Wetterdienst gesagt. Ja, und jetzt taste ich mich hier so vor. Auf jeden Fall, ja, alles weggetaut, alles klitschnass. Aber gut, dass es über Nacht nicht gefroren hat. Dann hätte ich richtig ein Problem. Wenn alles quasi gestern getaut, gestern Abend, und dann über Nacht überfroren. Ho, ho, ho. Ja, nee, aber das haben wir ja nicht. Jetzt haben wir nur nass. Da kennen wir uns mit aus. Und ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Du fühlst dich gut unterhalten und hast Freude dabei, meine Videos anzuschauen? Das finde ich super, richtig super. Und ich danke dir sehr für deine Zeit. Abonniere doch gerne meinen YouTube-Kanal. Damit machst du mir dann eine sehr große Freude. Und ich sage Hurra! Oh, sumpfig. Merkt man's? Es regnet nicht. Ja, blöd gelaufen. Ich habe den Einstieg zu meinem Trail nicht gefunden, zu der anderen Hütte. Gab's nicht. War einfach nix. Komplett Buschland, Felsen, Abgrund. Vorne und hinten nix. Es gibt halt noch jetzt hier die Gravel Road. Die führt da auch hin. Ist halt doppelt so lang wie der Wanderweg eigentlich, der auf der Karte drauf ist. Naja, gut ist, ich komme auf jeden Fall an. Vielleicht laufe ich ein bisschen länger. Aber man weiß ja auch nicht, wie der Trail wäre. Wie viel Flüsse, wie viel Hochwasser. Und vielleicht kommt zeitlich dann, vielleicht laufe ich eine Stunde insgesamt nur länger, obwohl die Strecke doppelt so lang ist. Weil ich halt hier satte 5 Kilometer in einer Stunde schaffe oder zwischen 5 und 6. Bei dem anderen vielleicht 2,5 bis 3. Von daher schade, ja, aber ja, ich komme an. Muss nur laufen, immer weitergehen. Ja, läuft nicht rund, läuft gar nicht rund. Also Straße läuft rund, da baller ich hier die Kilometer durch. Aber ich hatte jetzt mal wieder Empfang. Ich mir die Hütte mal angeguckt, die ich ansteuere. Ha, Spezialnöckel, Spezialschlüssel vom Staatskrug, also keine DNT-Hütte, hätte man vorher mieten müssen. Ja, jetzt laufe ich da, naja, umsonst nicht, weil der Weg, glaube ich, schon okay war und die Entscheidung richtig, da oben nicht bei dem Wind und Regen und vielleicht sogar dann da oben im Pass überfrierende Nässe lange gekraxelt zu sein.
Aber ein bisschen drückt es jetzt schon auf die Stimmung. Klar, ich baue mal ein schönes Zelt da auf. So, und morgen früh geht es weiter im Regen. Ja, aber irgendwie, ne? Muss man sich erstmal neu sortieren und dann gucken, was man draus macht. So, ja. Mal schauen, was ich draus mache. Ganz außer Puste hier. So. Kurz nachdem ich das Video gemacht hatte, wo ich gemerkt habe, Hütte ist verschlossen und läuft alles nicht so rund und der Tag irgendwie echt gebraucht, hielt ein Auto an. Ein Schwede war hier unterwegs, sagte erstmal Hallo und fragte woher, wohin und so dies und das. Und dann ruckte er schon wieder an, blieb dann aber doch noch stehen und fragte, ob er mich mitnehmen soll runter. Boah, ja, bisher, wenn mich jemand fragt, habe ich ihm gesagt, nee, ich gehe alles. Jetzt, oh, nö. Ich sage, ja, gerne, klar. Nehme ich mit runter, muss ich eh hin, meine Richtung. Ganzen Serpentinen da, nö. Ja, einfach mal gemacht, ne? Ich meine, wenn der Plan mich hier schon ändert, kann ich auch das ändern. War ich noch weit runter. Naja, und fast hätte es ein Feuerwerk vom Universum gegeben, denn die Hütte online konnte man die heute noch buchen für heute. Dachte ich, ja, dann muss ich doch den Code eigentlich auch per E-Mail dann kriegen danach oder SMS. Naja, habe ich gebucht und bezahlt. Ja, aber nö. Den Code gibt es entweder während der Geschäftszeiten, die natürlich schon lange durch sind, oder halt irgendwie ein paar Tage vorher für Ausländer per E-Mail oder wie auch immer. Naja gut, dann storniere ich das wieder. Hat sich das erledigt, die Hütte. Aber ich habe einen ganz besonderen Ort gefunden. Ich stehe auf so abgelegene, gefahrene Orte. Letztes Jahr habe ich auch in der Mini-Wartehalle in Reitan am Bahnhof, also Bahnhofshalle Reitan in Norwegen, gepennt. Das war auch ganz cool. Jetzt ist, würde ich sagen, ein bisschen schmutziger und ja, ob man da jetzt Stirnrunzel drüber, ist ja egal. Ich feiere das, ich finde das richtig gut, mir macht das Spaß. So, und weil es da kein Wasser gibt, trage ich mein Wasser dahin. Zum Thema ein unterschätzter Gebrauchsgegenstand. Habe ich den Gebrauchsgegenstand genannt? Ist ja egal. Auf jeden Fall unterschätzt der Wassersack. So, und jetzt gehe ich mal hin zu meiner Bude für heute. Ich finde es richtig gut. Da lege ich mich heute Nacht hin, stehe morgen früh auf und weiter geht's. Bauarbeiters kommen nicht so früh, glaube ich. Wie auch immer, ansonsten Überraschung. Ja, finde es gut, richtig gut. Hab einen Tisch sogar. Da, wo ich geschlafen habe, habe ich eben beim Rausgehen noch ein Schild gesehen. Das war keine Baugrube oder sowas. Ich finde es richtig gut, dass es sich wohl abzeichnet, dass es ein sonniger Tag wird. Denn endlich sieht man auch mal richtig was hier. Herzlich willkommen zu den Nordkalotläden Kurznachrichten. Heute die Magie des Weges und eine Hörbuchempfehlung.